Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir Rinderschmalz. Schlachtfett wird vor allen Dingen von Schweinen und Gänsen, früher auch von Hühnern und Hunden verwendet. Schlachtfett von Rindern hat einen höheren Schmelzpunkt und wird auch Talg genannt. Ich verwende es zum Beispiel zum Braten, zum Kochen, für Kartoffeln, für Pommes. In Belgien wird es ausschließlich für Pommes verwendet. Man kann es auch für Seife und sonstige Sachen verwenden. Gerade nebendran ein Schlachthofen großer. Die schlachten ausschließlich nur Rinder. Und dann bekommt man auch solche Sachen. Aber wie ihr seht, da ist da gar noch ein bisschen Magerfleisch. Und das tue ich dann schön zerteile, Würfelchen schneide. Und wer möchte, kann das auch durch einen Fleischwurf lassen. Aber das habe ich mir jetzt gespart, weil es geht auch so ganz gut. So, wie ich das jetzt aus Kuba kenne, mache ich mir so ein bisschen Wasser in den Topf, bevor es dann losgeht. Man kann auch ein bisschen Öl nehmen, das wäre vielleicht noch besser. Also ich kenne es so aus Südamerika, wenn die ihr Schmalz auslassen, ihre Chicharrones machen. Von daher kenne ich das so. Da sind ein paar schöne Stücke dabei, wie ihr seht. Und die schneide ich mal alles schön klein. Und wenn das erste Mal schon so ein bisschen angedünstet ist, und dann fängt das Fett auch schon zu laufen. Das dauert ungefähr 20, 25 Minuten, bis dann das erste Fett rauskommt. Da am Rinderfett ist da immer noch das Gewebe dran, das mache ich weg. Das eingeweihte Fett, das mache ich dann noch ab. Dasselbe wie vom Schwein, das Flomo-Schmalz. Allerdings habe ich da auch ein Video von gemacht. Könnt ihr euch angucken von Flomo-Schmalz. Vorteil, das Schmalz wird ganz weiß. Ich habe auch ein Video laufen mit grünem Rückenspeck. Könnt ihr euch dann auch mal angucken. Einfach mal Marius Channel Schmalz eingeben und dann kommt dahin. So, wie ihr seht, ich habe mal noch ein paar schöne Stücke aufgehoben. Das benutze ich dann für meine Rindswurst. Da mache ich mal ein bisschen was rein, um mal zu sehen, wie das schmeckt. Ja, das kann man auch reinmachen, das geht natürlich auch. Ja, das friere ich mal ein und bei Bedarf werde ich das für die Rindswürste verwenden. So, wie ihr seht, das tut schon schön brutscheln. Das Öl läuft jetzt schon langsam raus. Oder so ein bisschen Gewebe dran ist und so, das mache ich dann weg. So, die Gläser sind schon gut gewaschen. Aber die tue ich nochmal ein bisschen destilliere. Sicher. Ja, wie ihr seht, jetzt läuft es schon schön raus. Da kann man das schön mit einem Schepplöffel, kann man den Topf ein bisschen schräg halten und kann das schön abschöpfen. Kleiner Tipp, geht nicht hin und lasst es dunkel werden. Weil ich habe jetzt schon Videos gesehen, die sagen, dass man das dunkel werden lassen soll, damit es einen besseren Geschmack gibt. Das stimmt nicht. Das ist nämlich so, sobald es dunkel wird, dann ist es verbrannt. Und dann schmeckt das überhaupt nicht mehr. Das schmeckt bitter und dann ist das nicht mehr gut. Deswegen gehe ich zwischendurch auch immer hin und schepp das gleich weg. Das, was rausgelaufen ist, scheppe ich gleich weg und fülle es ins Glas rein. Abkochen braucht man die Gläser nicht, weil ihr holt das heiße Fett ja hier raus, putzt den Ring ab und macht sofort den Deckel drauf. Wenn das Glas ungefähr 10 Minuten steht und kühlt ab und dann kommt das Vakuum von alleine. Also das ist dann auch haltbar. Mein letzter Schmalz, der hat weit über ein Jahr gestanden. Der war noch wie am ersten Tag. Also da braucht er gar keine Angst zu haben, dass da was passiert mit. Das ist wunderbar. Natürlich soll es im Keller ein bisschen kühl stehen. Das wäre ganz gut. Diese Griebchen, 1, 2 Gläser, werde ich mal aufheben für den Winter, für die Vögel draus. Mein Arbeitszimmer ist hier vom Garten, da kann ich so schön rausgucken. Da sehe ich immer schönes Eichhörnchen und die Vögel. Und wenn es dann richtig schneit oder so, dann benutze ich den Schmalz und die Griebchen zu Vogelfutter. Da haben die auch was. Die Griebchen könnt ihr mal probieren, aber das schmeckt nicht. Ich habe das schon probiert, also mir schmeckt das nicht. Es gibt welche, die sagen, das könnte man auch noch zum Salat dazu machen, aber ich würde es halt jetzt nicht empfehlen. So, da kommen wir auch wieder zum Schluss. Rechts, die sind schon so ein bisschen leicht abgekühlt. Und diese hier sind jetzt schon ziemlich durchgekühlt. Das Schmalz wird halt nicht so weiß wie das Flomo-Schmalz vom Schwein. Es ist ein bisschen gelblich, das ist ganz normal. Gut, dann sage ich mal wieder Knöpfchen drücken. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss, euer Marius.